wirst dich also nicht scheiden lassen? Nein. Ich weiß selbst nicht, warum ich das tue. Ich glaube, ich bin es ihr irgendwie schuldig. Ich bin glücklich mit Elisabeth. Aber du? Ich... Einen glücklichen Eindruck machst du nicht gerade. Wer hätte mich denn informieren sollen? Die Gerichtsmedizin. Dass Sie sich um die Beerdigung Ihres Mannes kümmern müssen. Ich soll... Wieso? Ja, wer soll es sonst tun? Sie sind die Ehefrau von Sebastian Leutner. Charlie, ich meine wirklich etwas anderes. Caroline und ich, wir gehören zusammen. Und wir werden heiraten. Was hast du gesagt? Du willst Caroline heiraten? Ja, sobald sie von dir geschieden ist. Du wirst immer geschmackloser. Ich wollte dir das eigentlich alles in Ruhe erklären. Dass du es so erfährst, das tut mir leid. Ach ja? Tut es dir auch leid, dass du mich mit Caroline betrogen hast? Henning, jetzt Hör auf! Komm, lass uns woanders was trinken gehen. Mein Vater will meine Frau heiraten. Ist das vielleicht ein Grund zum Feiern? Was kommt als nächstes? Ich soll das machen. Ich kann das nicht. Deswegen bin ich auch da. Ich werde Ihnen helfen. Allerdings eilt die Sache ein wenig. Also bitte, erst tauchen Sie hier auf. Erzählen mir, ich müsste mich um die Beerdigung von Sebastian kümmern und jetzt auch noch schnell? Für viele Hinterbliebene ist die erste Zeit nach dem Verlust eines geliebten Menschen sehr schwierig. Ja, können Sie denn nicht später noch mal wiederkommen? Sie sehen doch, wie es Frau Mohr geht. Leider lassen sich gewisse Formalitäten nicht länger aufschieben. Hat denn dieser Leutner keine weiteren Verwandten? Ja, ich kann mich natürlich auch an einen anderen Angehörigen wenden. Wenn Sie mir die Adresse geben. Ja, ich weiß nicht, ob er noch andere Angehörige hat. Ich will's auch gar nicht wissen. Dann werden Sie wohl ein wenig suchen müssen. Das gehört auch zu Ihrem Job, oder? Na prima. Auf Wiedersehen. Warten Sie. Ja, ich werde mich um die Beerdigung kümmern. Gut. Dann suchen wir am besten zuerst einen Sarg aus. Ich hole noch schnell die Prospekte aus dem Auto. Traust du dir das wirklich zu? Ja, ich schaff das schon. Krieg das jetzt bitte nicht in den falschen Hals. Du hast Erika halt sehr geliebt. Das ist doch vollkommen okay. Wollen wir jetzt einen Kaffee trinken gehen? Warte mal, ich glaube, ich muss erst mal was klarstellen. Das mit Erika, das ist vorbei. Jetzt gibt es nur noch uns. Das soll ich dir abnehmen? Nach allem, was Arno gerade gesagt hat? Es ist aber so. Du trauerst Erika noch nach. Naja, Also was jetzt? Erika war meine erste große Liebe. Sowas bleibt doch immer was ganz Besonderes. Und was bin ich für dich? Irgendeine Freundin? Nein, Jule, bestimmt nicht. Ich dachte, du hättest vor Erika auch schon Freundinnen gehabt. Ja, na klar. Und? Waren die nicht so wichtig? Nein, ich meine doch. Erika war die erste Frau, mit der ich mein Leben teilen wollte. Erika. Es war so eine Verbundenheit zwischen uns. Das klingt ja wie im Märchen. Ich höre schon auf. Nein. Am besten, du erzählst mir alles. Okay. Nicht genug, dass er mit ihr ins Bett gegangen ist. Muss er sie auch gleich noch heiraten? Jetzt renn doch nicht so. Wie stehe ich denn da? Henning von Anstetten lässt sich die Frau vom eigenen Vater ausspannen. Das Geschwätz der Leute würde ich wirklich nicht so viel geben. Marie, so einfach ist das nicht. Ich bin Geschäftsmann. Mich nimmt doch keiner mehr ernst. Sehen, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Es ist so, glaub mir. Ich erkenne Christoph gar nicht wieder. Du warst ihm doch sonst immer so wichtig. Vergiss es. Er interessiert sich nur noch für sich selbst. Ich verstehe das einfach nicht. Du hast doch selber gesehen, wie Köhler eben reagiert hat. Caroline und ich sind nicht mal geschieden. Sag mal, soll ich nicht lieber fahren? Nein.
Lass mich lieber allein, sonst raste ich noch aus. Aber wenn was ist, dann melde dich. Dieses Modell ist sehr, verzeihen Sie mir den Ausdruck, komfortabel. Komfortabel. Na, ich weiß ja nicht. Wenn Ihnen Ihr Gatte zu seinen Lebzeiten am Herzen gelegen hat. Nein! Nicht? Ja, dann hätten wir hier noch ein Modell, das ist zurzeit sehr gefragt. Wenn Sie vielleicht mal schauen wollen? Isabel? Ja, also welcher war noch mal der billigste? Der billigste. Ja, Modell 1. Kiefer, unbehandelt. Den nehme ich. Ja, wie Sie meinen. Ja, kommen wir dann zum Blumenschmuck. Da dürfte ich Ich Ihnen will empfehlen... keinen Blumenschmuck. Ja, aber Sie müssen doch wenigstens ein paar Frau Blumen... Mohr muss gar nichts. Wenn sie keine Blumen will, dann will sie eben keine. Natürlich. Und auf eine Grabrede lege ich auch keinen Wert. Wie Sie meinen. Ja, dann wäre ja wohl alles geklärt, oder? Ja, soweit. Sie finden raus? Ja, sicher. Wir sehen uns dann morgen. Ja. Jetzt hast du es ja bald hinter dir. Ich weiß nicht, wie ich Sebastian endlich aus meinem Kopf bekommen soll. Ja, am Flughafen habe ich Erika zum letzten Mal gesehen. Hast du seitdem noch mal mit ihr telefoniert? Wozu? Vorbei ist vorbei. Du hängst doch immer noch an ihr, oder? Naja, manchmal frage ich mich schon, wie es gelaufen wäre, wenn sie mich nicht mit Arno betrogen hätte. Und? Vielleicht wären wir dann noch zusammen. Da habe ich ja Glück gehabt. Hey, es wäre in die Brüche gegangen. Arno war schon immer zwischen uns. Und deshalb war ich auch so geschockt, als Etienne plötzlich aufgetaucht ist. Ich wollte mich einfach nicht mehr auf eine Frau einlassen, die noch halbwegs in einer Ex-Beziehung steckt. Nina, ich bin nicht Erika. Und ich habe auch keine Lust, die alten Geschichten mit Etienne wieder aufzuwärmen. Dich liebe ich. Und sonst niemanden. Das hat Erika auch gesagt. Oh, verdammt, ich bin nicht Erika. Hey, sorry. Es war immer so ein Hin und Her. Ich möchte sowas nicht nochmal erleben. Ich kann genauso wenig für deine Vergangenheit wie du für meine. Und wenn du mit Erika schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann... Das weiß ich doch. Es ist nur... Was? Ich brauche einfach eine Weile, bis ich meiner Freundin wieder vertrauen kann. Glaubst du, dass du das jemals schaffst? Klar. Jule, du bist mir echt super wichtig. Am liebsten würde ich die Geschichte mit Erika sofort abhaken. Dann mach es einfach. Hilfst du mir dabei? Das tue ich doch die ganze Zeit. Stimmt. Gar nicht so einfach mit mir, was? Einfach ist anders. Ich liebe dich trotzdem. Ich hoffe nur, dass es Isabel bald wieder besser geht. Das ist das reinste Nervenbündel. Du bist auch noch nicht hinweg über diesen Horror mit Sebastian. Ich? Wieso ich denn jetzt? Weil du sonst nicht so scheinheilig nach Isabel fragen würdest, sondern schon längst mal bei ihr vorbeigefahren wärst. Und immer wenn ich dir das sage, haust du ab. Weißt du was? Ich habe keine Lust mehr, diesen Scheiß anzuhören. Diesen Scheiß? Sag mal, bist du eigentlich noch ganz dicht? Gegen Max Dickkopf werden Sie auch auf der Straße nichts ausrichten. Er kriegt's doch einfach nicht gebacken. Isabel geht's dreckig und er macht einen auf beleidigte Leberwurst. Nee, wenigstens hat er einen Bruder, der nicht so stur ist. Was soll ich denn sonst machen? Und irgendjemand muss sich Isabel ja wenden. Caroline im Knast und jetzt noch diese Beerdigung. Und ausgerechnet Isabel soll sich um die Beerdigung von Sebastian kümmern. Der Kerl wollte sie umbringen, das ist doch alles völlig beknackt. Wissen Sie was? Ich fahre gleich mal nach Friedenau. Christoph will was? Ich konnte es auch kaum glauben. Dabei hat er doch seine Midlife-Crisis längst hinter sich. Findest du das etwa komisch? Ach, der Junge tut mir so leid. Ich verstehe nicht, wie man seinem eigenen Sohn so etwas antun kann. Wenn er Caroline schon unbedingt heiraten muss, hätte er wenigstens ein bisschen Zeit verstreichen lassen können. Da kennst du Christopher aber schlecht. Dem ist es doch egal, was andere fühlen.
Dabei war Henning schon wieder relativ entspannt nach seinem Urlaub. Und dann das. Irgendwann wird Christoph die Quittung für seine Rücksichtslosigkeit bekommen. Das hilft Henning jetzt aber auch nicht weiter. Du hättest ihn heute Nachmittag mal erleben sollen. Hoffentlich dreht er nicht durch. Ich rufe ihn mal an, glaube ich. Gute Idee. Henning braucht uns jetzt. Uns? Ja, glaubst du, ich überlasse Henning in so einer Situation sich selbst? Nein, aber die letzten Male war nicht sehr erfreut über deine Hilfsangebote. Ach, das ist doch schon längst wieder im Lot. Ich werde alles tun, damit es Henning bald besser geht. Diese Beerdigung, ich kann doch nicht noch so tun, als würde ich um Sebastian trauern. Selbst wenn Sie nicht verpflichtet sind, an dieser Beerdigung teilzunehmen, Das wäre ja auch noch schöner. würde ich Ihnen trotzdem dazu raten. Sebastian hat mir und meiner Familie so viel angetan, das kann ich ihm nicht verzeihen. Das müssen Sie doch auch gar nicht. Und warum soll ausgerechnet ich ihm die letzte Ehre erweisen? Ich weiß, dass das schwer für Sie ist, Isabel, aber ich denke, es wird Ihnen helfen. Wenn der Sarg ins Grab gelassen wird, begreifen Sie, dass Sebastian wirklich tot ist. Das weiß ich auch so. Sie haben noch Albträume wegen ihm. Ja, sehr oft. Gehen Sie zur Beerdigung. Wenn du willst, gehe ich mit dir. Sollten wir nicht endlich mit dem steifen Sie aufhören? Drei. Müsstest du Jule unbedingt mit Erika voll quatschen. Das hat dir doch bestimmt nicht gefallen. Hey, ich glaube, sie war froh, dass ich endlich offen zu ihr gewesen bin. Ja, und ihr alles über Erika erzählt habe. Weiß nicht. Ich fand das früher nicht so spannend, wenn mir meine Freundin Storys über ihren Ex erzählt hat. Eben. Jule hat sich neulich gerade erst beschwert, dass ich sie nicht an meinem Leben teilhaben lasse und sie wie eine Affäre behandle. Trotzdem, ich würde dieses Thema in Zukunft unter den Tisch fallen lassen. Jule sieht das aber anders. Sie will mir helfen, die Geschichte mit Erika zu verarbeiten. Hat sie das so gesagt? Ja, und ich finde das großartig. Simon, Was denn? die Mädels an Tisch 3 wollen dich auf einen Drink einladen. Die stehen auf dich. Die beiden sind ja genau mein Typ. Sag ihnen bitte, dass ich ganz, ganz viel zu tun habe. Okay. Wieso? Die sind doch ganz nett. Hm? Nicht ganz meine Zielgruppe. Und außerdem, ich stehe sowieso nicht so auf Beziehung. Das bringt ja nur Stress. Das sieht man doch am besten an dir und Jule. Wir hatten einfach nur einen schlechten Start, okay? Aber ab jetzt wird alles anders. Oh, hallo Christoph, da bist du ja endlich. Ich war die ganze Zeit bei Caroline. Und du? Bei Isabel? Wenn du Zeit hast, kümmere dich ein bisschen um sie. Es geht ihr nicht besonders gut. Hat sie sich Carolins Vorwürfe so sehr zu Herzen genommen? Außerdem musste sie heute die Beerdigung von Sebastian Leutner vorbereiten. Wie bitte? Der soll doch morgen beerdigt werden und sie ist die einzig erreichbare Angehörige. Das gibt's doch nicht. Dieser Kerl verfolgt sie ja sogar bis über den Tod hinaus. Sie weiß auch noch nicht, ob sie auf die Beerdigung gehen will. Was ich nachvollziehen könnte. Ich werde mich um sie kümmern. Bis dann, Charlie. Christoph! Ja. Wie hat Caroline denn die Nachricht von Hennings Ausbruch aufgenommen? Ich habe es ihr noch nicht gesagt. Ja, aber... Sie hat genug andere Sorgen. Und dass du sie heiraten willst, hast du ihr das gesagt? Nein. Ich glaube, es ist noch zu früh dafür. Tut mir leid, das Abendessen war echt eine Katastrophe. Ja, Arno war inzwischen da. Es ist alles in bester Ordnung. Mhm. Naja, vielleicht sollten wir bis zum nächsten Familiendinner noch ein bisschen warten. Hm? Okay, richtig hier aus. Bis dann, Mom. Ciao. Na du? Na, ganz liebe Grüße von meiner Mom. Danke. Ist ja nicht mehr sauer wegen des verkorksten Abends? Nö, alles in Butter. Weißt du was? Wir essen jetzt eine Kleinigkeit und gehen danach ins Kino, okay? Mhm. Leitest du neuerdings auch einen Catering-Service? Alles für uns beide. Also, ich habe nicht Geburtstag. Nein, aber du hast es dir verdient, weil du mir die ganze Zeit zugehört hast. Aha. Ja, ich meine wegen Erika.
Ja, schon gut. Also ich hätte dir schon viel früher erzählen sollen, was zwischen Erika und mir abgelaufen ist. Weißt du, der Film beginnt in einer halben Stunde. Wir müssen uns beeilen. Nein, ich weiß da was Besseres. Ach so? Du hast die Wahl. Kinofilm oder ein heißer Abend mit mir im Bett. Der Film ist garantiert ausverkauft. Aber wenn Sie einen Liefertermin nicht einhalten können, müssen Sie doch zumindest Bescheid sagen. Ja, ich bitte darum. Wiederhören. Guten Morgen, Frau Schneider. Ich wollte mich entschuldigen, weil ich gestern so unfreundlich war. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Möchten Sie frühstücken? Ja, gern. Danke. Wollen Sie gleich bestellen? Nur zu. Nein. Simon erwähnte, dass Sie auf Friedenau gewesen seien. Und naja, es würde mich schon interessieren, wie es Isabel geht. Sie ist ziemlich mit den Nerven runter. Deshalb begleite ich Sie heute auch auf den Friedhof. Wie bitte? Sie will diesem Verbrecher auch noch das letzte Geleit geben? Dieser Verbrecher ist tot, Mark. Und Isabel trauert auch nicht um ihn. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, dass es ihr schlecht geht, oder nicht? Ja, sie hat Streit mit ihrer Schwester. Ja, das weiß ich ja. Isabel fühlt sich schuldig an Carolins Lage. Sie verabscheut diesen Sebastian Leuthen. Eigentlich will sie gar nicht auf den Friedhof. Ja, aber warum geht sie denn dann Weil ich ihr dazu geraten habe. Ich denke, es wird ihr helfen, mit Sebastian endgültig abzuschließen. Das klingt gar nicht so dumm. Frau Schneider, Ja? ist egal. Na, ich muss dann auch mal. Kommen Sie mit? Zu der Beerdigung. Ich. Wie Sie denken. Aber vielleicht sollten Sie Isabel mal besuchen. Was sie jetzt dringend braucht, ist ein guter Freund. Henning. Entschuldige, die Tür war offen. Bist du gerade erst aufgestanden? Wie man's nimmt. Ich war noch gar nicht im Bett. Warum gehst du denn nicht ans Telefon? Marie und ich, wir machen uns die größten Sorgen. Wozu? Es geht mir fantastisch. Ja, das sehe ich. Hast du schon gehört, was mein lieber Herr Vater plant? Ja, habe ich. Es gibt so viele Frauen auf dieser Welt. Warum ausgerechnet Caroline? Das wird er mir büßen. Gut, dass du das einsiehst. Selbstmitleid hat nämlich noch niemandem geholfen. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihm das heimzahlen könnte. Man muss ihn daran hindern, Caroline zu heiraten. Kannst du mir mal verraten, wie das gehen soll? Du wirst das nicht verhindern können. Aber ich wüsste da schon eine Möglichkeit. Wenn Sie möchten, können Sie sich jetzt von Ihrem Mann verabschieden. Isabel, wir können auch gleich wieder gehen. Hm? Nein. Ich möchte ihm noch etwas sagen. Glaub nicht, dass ich dir auch nur eine Träne nachweine. Du hast mir die große Liebe nur vorgespielt. Ich war dir egal. Du hättest mich sogar umgebracht, ohne mit der Wimper zu zucken. So jemanden habe ich geliebt. Aber jetzt bin ich froh, dass du tot bist. Nina hat sich gestern wirklich Mühe gegeben. Es war so lieb von ihr. Na, dann werde ich als Beziehungsberater ja bald überflüssig sein. Nina ist es wirklich ernst mit mir. Ja, du hast ja auch oft genug bewiesen, dass du zu ihr stehst. Wenn man mit jemandem zusammen sein will, dann... Es ist noch lange kein Grund, sich den alten Sermon reinzuziehen. Die ollen Kamellen über Erika, die kann ich ja nicht mal mehr hören.
und ich bin nicht mit Nina zusammen. Erika hat ihr halt wirklich mal viel bedeutet. Dann ist es doch klar, dass sie noch ab und zu an sie denkt. Solange sie sich keinen Starschnitt von Erika an die Wand hängt. Nina braucht halt noch ein bisschen Zeit, bis sie ganz über Erika hinweg ist. Du glaubst mir nicht. Ja. Beziehungen laufen halt nicht immer so glatt. Und wenn ich Nina wirklich kennenlernen will, dann muss ich einfach wissen... Wo ihre Ängste liegen oder so? Ja, so ähnlich. Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ihr Frauen, ihr müsst einfach alles zerreden. Du alter Macho! Aber ich meine, solange es dir als Frau nichts ausmacht, mit deiner Freundin über ihre Ex zu reden, dann ist ja alles in Ordnung. Ich habe dich geliebt. Warum hast du mir das angetan? Ich habe dir vertraut, du hättest alles von mir haben können. Warum hast du es kaputt gemacht? Wir hätten glücklich werden können. Warum konntest du mich nicht so leben, wie ich dich geliebt habe? Isabel. Charlie, warum hat er mir das angetan? Du liebst ihn. Du liebst ihn immer noch. Du hast gesehen, wie Caroline... Leutner in Notwehr erschossen hat. Wieso bist du nicht zur Polizei gegangen? Solche Trümpfe musst du im richtigen Moment ausspielen. Was? Du kannst Caroline doch nicht einfach so im Gefängnis schmoren lassen. Hör mir zu, ich werde aussagen. Allerdings erst, wenn sicher ist, dass Christoph Caroline nicht heiraten wird. Das funktioniert doch nie. Sobald Caroline wieder draußen ist, wird Christoph sein Versprechen brechen und sie trotzdem heiraten. Danke, Henning, auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Nein, so wird das nicht ablaufen. Komm, setz dich. Vergiss das Ganze. Geh zur Polizei und sag ihnen, was du gesehen hast. Willst du die Hochzeit nun verhindern oder nicht? Ja, sicher. Dann lass mich doch endlich mal ausreden. Caroline wird freikommen. Sehr bald sogar. Und sie wird Christoph nicht heiraten. Dann müsstest du Christoph schon in Ketten legen, um das zu verhindern. Dazu brauche ich keine Ketten. Dazu brauche ich nur einen Ring. Geht's vielleicht noch ein bisschen unverständlicher? Christoph wird Caroline nicht das Ja-Wort geben können, wenn sie freigelassen wird. Er wird nämlich schon verheiratet sein. Und zwar mit mir.